Und Simon, du machst das Hafenmanöver, oder? Richtig? Ja. Wie ist der Plan? Das heißt, wir haben ja einen Radeffekt, das heißt, rückwärts dreht der nach rechts, das heißt, er schaufelt uns den rechten Hintern weg. Das heißt, wir dampfen somit rückwärts in die Vorspring rein, bringen das Heck weg und können dann so einmal in den Bogen rausfahren. Genau, und passt der Wind dazu, was meinst du? Ja, von vorne. Ja, fast, gell? Fahren wir raus aus der Tisower Bucht oder Zickerscher See. Das Fahrwasser muss hier ganz gut eingehalten werden. Wir fahren jetzt ganz nach vorne bis zur letzten roten Tonne und dann geht es im 90-Grad-Winkel raus. Hier sind ein paar Ankerlieger in der vielleicht schönsten Ankerbucht Rügens. Simon hat das Manöver super gefahren. Wir mussten uns vom Radeffekt ein bisschen verabschieden und klassisch zum Steg Ruder legen und eindampfen und danach lief es aber. Und Simon, was ist das Ziel? Weißt du es? Irgendeine Marina mit Klo. Klove. Genau. Ja, Klove, richtig. 35 bis 40 Seemeilen, Nordostwind ist angesagt bis 15 Knoten, vielleicht ein bisschen drüber, ein bisschen Welle. Und die Kunst ist jetzt erstmal eigentlich beim Rausfahren nachher den sogenannten Tisower Haken sauber zu umfahren. Selbst für unseren Tiefgang im Moment vom Wasserstand her ist das was, wo man nicht einfach drüber segeln kann. Gestern haben wir ja eine kleine Erkundungstour gemacht und hier segeln wir oder fahren wir jetzt gerade noch mal vorbei an Klein Zicker und hier dem sogenannten Endhaken. Also wir sind gerade aus dem Fahrwasser nach Tiso. Da sind wir gerade rausgefahren, haben dann an der Ansteuertonne Having haben wir uns in den Wind gedreht, dann die Segel raus und jetzt segeln wir so ein bisschen aus dem Bodden raus, bis wir dann einmal nördlich quasi fahren können an der Küste von Rügen entlang. Ja. Und das ist der Plan für heute. Streetlights dim the path as I walk alone in this city, pouting and wondering where all my inspiration ran off to. Who fucking knows? I really should get to sleep now. I have to work from morning till late night. Das eigentlich entspannte Segeln wurde dann doch beim Verlassen des Greifwalder Boddens ein bisschen ruppiger, weil uns dann die ganze Welle entgegenstand und dann hat es doch ein bisschen gewackelt. Gleichzeitig sind wir dann auch noch an Nord Stream 2 vorbeigefahren, wo die ganze Zeit Patrouilleboote um uns herum gekreist sind oder hin und her, damit wir dem Schiff nicht zu nahe kommen. Also es war auch interessant zu sehen. Auf jeden Fall ging es dann für uns weiter in Richtung Sassnitz.
20 Knoten Wind. Segeln volles Groß, Selbstwendefock. Ich würde sagen 1,5 Meter Welle sind es schon. Ja, jetzt vielleicht auch nicht, aber es ist halt dieser Ostseehaken, das heißt viele kurze kleine Wellen nacheinander und das schmeißt halt ganz schön das Boot rum. Deswegen so alle 20 Wellen knallen wir auch wieder in eine rein, dann spritzt ein paar Wasser bis ins Cockpit. Man sieht es auf der Kamera auch noch, ist aber ein bisschen dreckig. Ja, genau. Ich würde sagen, was Spaß. Richtung Königstuhl. Ich zeige es auch gleich. Wir haben so 20 Knoten Wind. Im Moment steht doch eine ordentliche Welle, weil der Wind aus Nordost kommt und da natürlich genügend Platz auf der Ostsee ist, um eine Welle aufzubauen. Die Kindercrew ist seit ein paar Stunden unter Deck und schläft. Ich nehme an, so ein bisschen seekrank durch das Geschaukel. Und die Erwachsenen-Crew hält durch. Und ansonsten ist es total schönes Segeln. Wir segeln jetzt vorbei an den Kreidefelsen, das letzten Endes das Wahrzeichen von Rügen. Und dahinter, oder das Ganze ist ja der Nationalpark Jasmund. Es ist auch einen tollen Weg oben entlang. Wenn man so rüberschaut, ist da drüben noch der Hafen Sassnitz. Dann kommt die Kreideküste, Wissower Klinken und vorne ist der Königstuhl. Und der Sage nach ist ja da so gewesen, dass der König werden wollte. Er musste da erstmal Free Solo hochklettern und einer hat es wohl auch geschafft aus, ich glaube, Schweden. Und wir segeln jetzt noch 5 Seemeilen bei einem stramm, ordentlichen Nordostwind da hoch mit ein bisschen altem Schwell noch, weil der Wind schon eine Weile aus der Richtung stand. Und in 5 Seemeilen ändern wir den Kurs und segeln rein mit einem Raumwindkurs an Lohme vorbei Richtung Klobe. Jetzt nach ein paar Stunden melden wir uns auch mal wieder. Wir sind jetzt eigentlich schon in der letzten halben Stunde vor der Marina, in die wir jetzt reingehen. Es hat die ganze Zeit eigentlich quer geschwellt und so. Also wirklich, heute ist wirklich super See, Krankheits-Kotzwetter. David liegt auch schon unten. Das ist viel besser geht's gar nicht, Welle in alle Richtungen und so. Aber jetzt, nachdem wir was gegessen haben, ist der Blutzucker auch wieder hoch, die Laune ist wieder gut. Und jetzt segeln wir gerade mal wieder den letzten Meter noch mit Genua. Das sieht jetzt schon echt richtig schön aus. Also jetzt gleiten wir so dahin. Welle jetzt von 8ern und Wind. Also das hat jetzt noch was.
Einfahrt nach Klove hat bei den damaligen Bedingungen, nämlich Nord-Nordostwind mit entsprechenden Welle, hat so ein bisschen was für sich, weil man doch recht konzentriert reinfahren muss und dann auch mit ordentlich Speed, damit man nicht einen Abdrift bekommt, auflandig und in der Hafeneinfahrt hängen bleibt. Und man sieht es ja oft nicht so auf diesen Bildern, aber es war doch ordentlich Welle und Wind und so, dass wir angespannt waren und am Ende dann auch ziemlich glücklich, als wir geschafft haben. Gut, oder? Also wir sind jetzt in Klove. Klove ist ein kleines Dorf oder eine kleine Stadt hier im Norden Rügens. Und da hinten ist auch Kap Arkona. Heißt, wir sind jetzt fast schon wieder bei Hiddensee. Und jetzt schauen wir uns das Dorf ein bisschen an. Wir müssen hier ein paar Tage bleiben, weil der Wind halt ziemlich stark ist und aus einer schlechten Richtung kommt. Heißt, wir würden sonst an Land getrieben. Genau, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Genau, da wir nächstes Mal erstmal wegen dem Wetter und dann auch wegen dem Wind aus falscher Richtung noch ein bisschen in Klove in der Marina bleiben müssen, klappern wir einfach mal so die ganzen Touristenattraktionen Rügens ab. Diesmal auch mit einem Mietwagen. Also als erstes gehen wir zu Kap Arkona, dann geht es weiter über die ganze Insel und wir schauen uns das ein bisschen besser an. Mit natürlich auch Fähre fahren. Was essen gehen, dort wieder zurückkommen und auch mit dem Bus sind wir tatsächlich unterwegs. Da geht es für uns auf einem wirklich tollen Küstenwanderweg in Richtung Königstuhl, also die Kreidefelsen, die wir jetzt erst mit dem Boot gesehen haben von Rügen, die schauen wir uns jetzt auch mal von oben an. Und auf diesem Küstenwanderweg geht es dann weiter in Richtung Sassnitz und somit haben wir eigentlich den größten Teil der Insel jetzt schon mal abgehakt, bevor es dann nächstes Mal Richtung Hiddensee weitergeht.